What we don't know for certain is the contamination levels. We can calculate the likely fallout and its effects, but we don't have any good model for anthrax spore spread, or even how it's affected by radiation. Look, we do know from reports at AE3 in Oxford that anthrax was used in Wave 3. We've just got no idea of the extent of it. It's not as if we can go up and test anything. We can't even count the bodies. Anthrax. Heißt das, es wurden nicht nur Atomwaffen eingesetzt, sondern auch chemische oder biologische Waffen? Anthrax, habe ich schon mal gehört. Emergency Access Only. Hier noch ein Lichtschalter, der geht nicht. Komm, ich glaube, die ist sowieso zu. This door will open automatically in the event of an emergency, genau. Okay. Am Boden liegt keine Puppe, sonst auch keine Puppe. Da in der Ecke ist nichts gut. Kann wahrscheinlich hier rein. Oh oh. Bitte nicht. Das Arschloch. Das war der Axttyp. Der hat mich gerade nicht schlecht erwischt. Oh Mann, ich erwarte es noch. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie etwas, das man mitnehmen kann. Ein Funkgerät, ein mobiles. Könnte sein. Ach nee, das ist nicht das für den Anzug. Eben, wie gesagt, nuclear, biological, chemical. In the event of a nuclear radiant leak, the following items are essential for protection. Also wir brauchen die schützende Kleidung, also den Anzug. Gloves, Boots, Hood. Respiratory equipment. Gas mask, purifying respirators. Radiation detection guide. Okay, das ist so etwas wie den Kasten, den wir aufgesammelt haben. Das ist ein Filter, Air Purifying oder etwas, das die Luft reinigt, so etwa. Protection provided, highest available level of respiratory skin and eye protection from solid, liquid, nuclear and gaseous chemicals. Also alles muss geschützt sein. Ensure suit integrity has not been compromised by wear and tear, rips or puncture before use. Ensure all zips and fastenings are sealed before entering the... Also wirklich alles muss zu sein. Ist ja ein bisschen selbstverständlich. Wäre ja blöd, wenn er nicht alles zumachen würde. Na gut, dann nehmen wir mal das. So, mit so einem Zeugs musste ich leider auch schon rumrennen, ist nicht so cool. Ist gar nicht mal so angenehm, durch eine Gasmaske zu atmen. Für die, die es nicht kennen. Na gut, brauchen wir sonst noch etwas? Das haben wir angeschaut. Oder? Was war das? Ah, genau. Gut. Warte. War das wirklich alles, was wir brauchten? Ach nee, komm. Doch mit den Zwischensequenzen. Ich weiß, dass du da durchgehst. Du musst es mir nicht extra zeigen. Nein, aber nochmal kurz. War das alles? Und eine Puppe natürlich. Eine Puppe. Keine Puppe. Na gut. Dann können wir jetzt in die unteren Ebene. Geigerzähler haben wir nicht, aber wir nehmen mal an, dass da ein Strahlungsleck hat. Alarm. So, leg an den Scheiß. Oh oh, verdrängte Erinnerungen.
Oh oh. Level 4. Oh. Ganz ehrlich, das ist geil animiert gerade. Mit dem Rauchen so. Das sieht irgendwie geil aus. Schauen wir mal da rein. Lampe an. So. Na gut, dann hier mal die Dokumente durchlesen. Pläne, Baupläne. Filtration unit check, date 18th of October 95, 1611, checked by PJT. Main filtration unit running okay, cleaned out and replaced filters. Checked back up just to be sure. Readings are a bit high, but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than spec says, due to higher outdoor rad than expected. Frank says he'll have a word with Bishop about stocks and sorting out the backup longer term. PJ. Also die Filter, die werden auch ziemlich schnell verbraucht. Und die sind da ein bisschen besorgt darüber. Ja, wäre ich auch. Na gut. Okay, sonst kann ich hier nichts machen. Müssen wir wieder rauszoomen. Telefon. Nö. Schublade. Ja. Ist hier irgendwo eine Puppe? Nö. Ist hier irgendwo eine Puppe? Nö. Ich sehe keine Puppe. Seht ihr eine? Ach komm, ich lasse den Scheiß. So. Sehr gut. Und wer ist es? The engineer. Engineer fixes all the problems down in the scary levels, in den gruseligen Levels. Okay, da waren es nur noch 3. So, und das lesen wir auch. Accident report, date 12th of August 92, 1910, filed by F. Hurley. Ran scheduled test of backup filtration unit. Rad levels way too high on output, over 500 rem. Red lights across the board. I thought it was a duff filter. Tried a new one. Same. Sacrificed a Geiger. Stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We've got contaminated dust clogging the lower PIX duct. God knows how it got in. Might be a hairline, or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, resealing and decontaminating the whole thing, it's useless. We have no backup air filtration system. But I can't see how we can do it. We don't have a clean space to do this in. Bishop just shrugs pretty much. Keep it quiet, Frank, you only worry people. For fuck's sake. What else isn't he telling us? Oh, okay, also das heißt, das ganze Filtersystem ist schon kontaminiert und es ist fast unmöglich, das wieder zu reinigen. Aber der Doktor sagte, es wäre keine Strahlenkrankheit. Das heißt, da muss außer der Strahlung kann man sicher rein, einfach nicht eine tödliche Dosis anscheinend. Irgendetwas Chemisches kam da noch rein, habe ich das Gefühl. Irgendetwas Unbekanntes Chemisches. Wir werden es sicher noch herausfinden. So, und eben,
Anscheinend ist hier irgendwo noch ein Saboteur, wurde ja mal erwähnt. Ganz ehrlich, ich vermute, es ist der Commissioner selber. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Der Typ, Mann, der macht doch so einen verdächtigen Eindruck. Critical Fault Detected. Main Air Filtration System Status Active. Filter Effectiveness 71%. Okay, 100 wäre besser. Filter broken or obstructed. Nicht gut. Replace filter immediately. Disconnect pressure at main valve before continuing. Backup air filtration system. Status offline. Filter effectiveness 0. Also der Ersatzfilter ist am Arsch. 0 Effizienz. Nicht gut, nicht gut. So, komme ich hier wieder weg? Hallo? Ja. Ich komme hier nicht wieder weg. Ah, hier. So. Ach so. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier tun können. So rauchen sollte es nicht. I need to turn off that steam. Autsch. Besser gesagt, dampfen sollte es nicht so. Sonst läufst du da auch rein. Entweder läufst du da schnell durch oder lässt es. Aber nicht so, so langsam vorsichtig. Klar, dass es weh tut. Du siehst ja kaum was. Okay. Ich schau halt immer, ob es irgendwo noch etwas zum Interagieren gibt, aber scheint mir das hier zu geben. Die Leiter. Ja, ich würde sagen, zuerst steigen wir mal die Leiter. Sonst kommst du da ja gar nicht hoch. Okay, wir helfen dem Mann. Oh, schneller! So. Das ist schon angenehm. So. Jetzt läuft aber der Filter nicht mehr. Das ist natürlich nicht so gut. Haben wir hier etwas Neues? Komm, wir machen es wieder an. Nein, natürlich nicht. Aber was ist... I need to change the filter now. Ah, eben. Ich wollte nur ausprobieren. Ich probiere hier nur aus, Leute. Kondenser, also hier ein Kondensator. Der die Dämpfe kondensiert, wie der Name schon sagt. Jetzt können wir hier durch. Ohne dass er verdampft hier. Verdampft wird. Und hier haben wir Radioaktivität. Und da hinten leuchtet es. Wo macht doch auf? Ich finde keine Interaktionsmöglichkeit. Hallo? Hallo? Geht nicht. Da ist etwas.